Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute habe ich mal ein Thema über Zeltheringe oder Heringe fürs Bushcraft. Und zwar, welche was taugen, welche eher nicht so geeignet sind. Meiner Meinung nach sind natürlich alles meine Erfahrungswerte und wie ich das Ganze so handhabe und welche Heringe die besten sind und wie man sie am schnellsten macht. Okay, dann legen wir mal los. Gut, dann gehen wir mal alle Heringe der Reihe nach durch. Der erste im Bunde, den wir hier haben, das ist der Bundeswehr-Zelthering aus Aluminium. Ist sehr lang, aber leider auch etwas schwer. Ja, es ist ein sehr robuster Hering. Er ist hier auf der einen Seite abgeflacht. Das heißt, er drückt hier schön gegen. Ja, und gegen den Hering kann man nichts einwenden. Der hält auch sehr gut in Waldböden. Ja, und wie gesagt, der einzigste Nachteil ist, er ist halt recht groß im Rucksack und schwer, aber ansonsten ist dieser Hering gut. Okay, dann der nächste. Das wäre dann hier dieser Ultraleicht-Hering. Das ist jetzt das komplette Gegenteil. Das ist ein Titanhering. Ja, aber eben wie ihr seht, ist dieser Hering nur aus einem U-Profil gefertigt. Und ist hier auch zum Beispiel noch gelocht, um Gewicht zu sparen. Tja, und wenn ihr da einmal gegentretet, seht ihr das hier, dann ist dieses ganze Ding verbogen. Also ich bin da bloß in der Schnur hängen geblieben oder im Dunkeln einmal mit dem Schuh gegengetreten. Da sah der Hering so aus. Ist für mich draußen nicht praktikabel. Ja, also den habe ich aussortiert. Über den reden wir hier gar nicht mehr. So, der nächste im Bunde wäre dann hier dieser Standard Aluminium-Hering in dieser Y-Form, mit 3 Kanten. Das ist eigentlich der Hering, den ich eigentlich auch immer meistens mit habe, weil wir haben hier oder ich habe hier oft eher härtere Böden. Das heißt, ich habe eher ein Problem, einen dicken Hering reinzukriegen in den Boden, wie sowas Kleines hier. Und deswegen habe ich immer die kleinen Heringe mit. Ja, sie sind recht günstig, sie sind halbwegs robust. Ich meine, klar, wenn ihr da voll gegentretet, geht der auch kaputt, das ist ganz klar. Aber man kann sie auch noch richten. Ja, und wie gesagt, wenn nicht, dann kauft man sich halt mal ein paar neue. Die sind nicht so teuer. Also das sind die, die ich aktuell mit habe. Gibt es in verschiedenen Variationen, Farben und so weiter. Ja, okay, dann erzähle ich euch jetzt mal, warum ich diesen Hering mitführe. Ja, wie ihr seht, ist hier mein Paracord-Set. Und da habe ich auch die aufgewickelten Paracord-Stücke drin. Auch die Ridgeline. Und wie ihr seht, haben diese Heringe hier so ziemlich die gleiche Länge. Und die passen wunderbar hier in den Packsack. Ihr könnt dann wunderbar damit verpacken, weil die besten Heringe, die ihr überhaupt bekommen könnt, die findet ihr im Wald. Ja, ihr habt richtig gehört, die besten Heringe gibt es gratis im Wald, und zwar sind das Holzheringe. Ich habe lange rumprobiert, aber es geht nichts über einen selbstgemachten Holzhering. Die halten im Boden einfach am besten. Ihr könnt sie vor Ort euren Bedürfnissen anpassen. Ist es sehr weich, nehmt ihr einen dickeren Ast. Ist es härter, nehmt ihr einen dünneren Ast. Und die Herstellung ist so einfach, das geht ruckzuck. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Man muss da nicht so ein riesen Bramborium drum machen. Ich werde euch auch erklären, warum die Kerbe da oben, die die meisten da reinschnitzen, für die Schnur Quatsch ist. Das ist ein völliger Blödsinn. Braucht es überhaupt nicht. Könnt ihr euch wirklich sparen, wenn ihr den Hering richtig setzt. Ja, und dann werde ich noch ein paar Überlegungen dazu sagen, ein paar physikalische Sachen und wie man die so richtig verwendet. Okay, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir jetzt mal auf die Suche nach unseren Holzheringen. Man nimmt dafür natürlich Totholz. Ich benutze für die Herstellung von so einem Hering am liebsten eine Säge. Das seht ihr gleich, weil das geht ruckzuck. Okay, suchen wir uns mal passendes Totholz. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr was sucht, dass ihr kein morsches Holz erwischt, sonst brechen euch die Dinger dann ab. Ich bin jetzt mal hier unten, hier liegt so eine Menge, das gucken wir uns mal an. Wie ihr seht, liegt hier eine ganze Menge rum. Wir suchen so Äste in Daumendicke bis 2 Finger. Sowas zum Beispiel hier. Das wäre zum Beispiel eine schöne Sache. Jetzt gucke ich aber gleich mal ein bisschen, ob der hier schon, seht ihr, der ist morsch. Tja, den können wir leider nicht mehr nehmen. Und wie gesagt, nie frische Äste abschneiden. Immer Totholz nehmen. Hier liegt auch was. Also irgendwie werdet ihr schon was finden. Ja, der ist schon ein bisschen eingerissen, aber der ist noch stabil. Schauen wir mal weiter. Wir werden schon noch was finden. Ja, hier ist noch was. Der Zack ist auch schon morsch, seht ihr? Den können wir auch nicht nehmen. Gut, dann gehen wir mal weiter auf die Suche.
Wie gesagt, es kann einen Moment dauern, aber wenn ihr den richtigen Ast findet, hier ist etwas dickeres, ja, der ist schon ordentlich, aber der ist schon wirklich, wow, der ist schon massiv. Schauen wir mal weiter. Okay, hier ist doch ein schöner. Guckt mal, eine schöne Gabelung. Kann man den hier absägen. Hier haben wir schön daumendick und ein schönes langes Stück. Hier können wir wunderbar Heringe draus machen. Den Ast nehme ich jetzt mit und säge den mal hier am Gelenk ab. Ich mache meine Heringe ausschließlich mit der Säge. Die Säge ist meistens praktischer wie eine Axt. Ich nehme meistens, wenn es leicht sein muss für die Tour, ein Messer und eine Säge mit. Ein Beil ist immer Luxus. Also mit der Säge hier, eine gute natürlich, könnt ihr ruckzuck diese Heringe machen. Ich säge jetzt mal den Ast da ab und mache die Verästelung weg und dann zeige ich euch, wie wir den Hering machen. Hier haben wir das Ende, was wir haben wollen. Ich schaue dann gleich mal, wie stabil das hier noch ist oder ob es schon angerottet ist. Säge den Ast jetzt mal ab hier. Lege ich einfach hier über so einen alten, morschen Baumstamm und säge das erstmal weg. Super. Der Ast wäre hier auch noch geeignet, aber der ist schon ein bisschen dicker, stabiler. Aber den lassen wir mal noch. Falls einer von diesen Heringen jetzt nicht halten würde, könnten wir uns hier ruckzuck einen stärkeren draus machen. Ja, dann haben wir hier unser Stück. Sehr schön. Okay, dann zeige ich euch jetzt, wie ich den Hering mache. So, hier ist jetzt unser Ast. Wir haben Glück gehabt. Hier sind schon alle Äste ab. Normalerweise müssten wir das noch entasten, aber das ist ja kein Problem. Ja, und wir nehmen jetzt für so einen Hering immer so 20 bis 25 cm. Und in diesem Falle nehmen wir die doppelte Länge, sagen wir mal einen halben Meter. Schauen, dass es schön passt. Hier kommt ein Knick. Dann würde ich den jetzt hier absägen. Säge ich das Ding mal durch. So, und jetzt nehmen wir hiervon praktisch die Mitte und sägen unseren Hering nicht in der Mitte durch, sondern im 45 Grad Winkel. Muss man noch mal sehen, dass ich das hier irgendwie so hinkriege. Der Ast ist schon sehr morsch. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Dass wir hier irgendwo reinkommen. Jetzt. Der ist aber morsch, da unten drunter der Baum. Gut. Aber egal, wir haben es durch. Ja, und durch diesen 45 Grad Schnitt, seht ihr schon, habt ihr hier die Heringe sozusagen automatisch angespitzt. Ihr müsst hier gar nichts mit dem Messer schnitzen. Das Ding ist erledigt. Ja, und hier hinten muss auch keine Kerbe rein. Das erkläre ich euch gleich. Ja, und schon habt ihr 2 Heringe fertig. So, hier haben wir unseren selbstgemachten Hering. Hier haben wir die ich immer mitschleppe. Jetzt werde ich euch mal zeigen, hier anhand meinem Boden, wieso ich das so mache. Also ich habe diese Heringe eigentlich immer mit für den normalen Waldboden. Und wie ihr seht, gehen die schon recht streng hier rein. Da muss man schon ordentlich schlagen. Seht ihr das? Die Dinger sitzen so schon bombenfest. Also da ist so ein Ding hier völlig überdimensioniert. Da müsste ich so schlagen, den hier reinzukriegen. Das ist Quatsch. Deswegen habe ich standardmäßig die kleinen dünnen Heringe mit, die für die meisten Fälle reichen. Sollte es nicht reichen, nehme ich dann den. Ich gehe jetzt gleich mit euch an eine andere Stelle. Da treiben wir den mal ein. Da zeige ich euch, wieso der andere da nicht hält. Da weiß ich, dass da sehr loser Boden ist. Und dann werdet ihr auch sehen, dass dieser Hering da wunderbar fest drin sitzt. Okay, gehen wir da mal hin. So, hier ist jetzt unsere Stelle. Hier ist sehr, sehr weicher Boden. Ich werde jetzt eine Nahaufnahme machen, werde den dünnen Hering stecken, werde mal dran ziehen und dann machen wir das gleiche mit dem Holzhering. So, ich stecke unseren Hering. Wie ihr seht, geht der schon so lose rein. Jetzt mache ich mal hier ein Stück Paracord drum. Wir ziehen mal dran und ihr seht, das Ding zieht sich sofort raus. Nun nehmen wir mal unseren selbstgemachten Holzhering. Ich
greife das jetzt hier mal mit meinem Beil ein. Das habe ich eh mit. Ihr könnt aber draußen, wenn ihr jetzt kein Beil mit habt, auch einen Stein nehmen. Da kriegt ihr das auch wunderbar mit rein. Wie ihr seht, da ist schon ordentlich Zug drauf. Ich kriege schon fast gar nicht mehr weiter hier in die Erde. Und jetzt nehmen wir hier unser Seil, setzen das rum. Tja, und wie ihr seht, das hält, er sperrt, das ist fest. Und wie gesagt, wenn es nicht reicht, ihr könnt den noch tiefer reinhauen hier. Ich will es jetzt bloß nicht übertreiben. So, und dieser Holzhering, der hält einfach im Waldboden. Das ist was ganz anderes wie diese Aluminiumheringe. Der weitere Vorteil ist, würde der Hering jetzt nicht halten, hätten wir da hinten noch dickeres Holz, dann würden wir das schräg absägen, würden den eintreiben, irgendwann hält es. Das heißt, ihr kriegt damit auf jeden Fall einen festen Halt im Waldboden. Gut, jetzt werde ich noch einiges zur Physik von den Heringen sagen, weil ich sehe oft, dass sie sogar falsch eingeschlagen werden. Damit Heringe richtig halten, müssen sie immer 45 Grad entgegen der Zugrichtung eingeschlagen werden. Ich sehe es oft, dass Heringe einfach gerade in den Boden, so, und dann wird oben, das ist das mit der Kerbe, wird dann hier eine Kerbe gemacht, dann wird das Ding hier befestigt und wie ihr seht, hat das hier oben einen riesen Hebel, seht ihr das? Wie er diesen Hering wegzieht und dann zieht er den entweder mit raus, wenn hier eine Kerbe ist, dann ist er weg, oder es rutscht einfach die Schnur ab. Deswegen die Heringe, die haben mehr Halt, wenn er die wirklich 45 Grad einschlägt. Die gehen auch länger in den Boden. Ich mache es jetzt nochmal. Richtig schön schräg. So. Entgegen der Zuglast, ist jetzt übertrieben, ich habe es jetzt extra schräg gemacht. Und die Schnur, deswegen ist auch die Kerbe Quatsch. Ihr wisst nie, wie tief ihr den Hering wirklich reinbekommt. Und hier oben ist nun mal der Hebel zum Rausziehen am größten. Die Schnur muss unten an dem Boden. Da haben wir die höchste Festigkeit. Seht ihr das? Hier hält's. Gehe ich hier oben hin, da kann ich ihn schon viel leichter rausziehen. Das heißt, diese Kerbe ist ein völliger Blödsinn und Quatsch. So, jetzt habe ich mal meinen Paracord daran befestigt und mal das Tarp abgespannt. Da seht ihr das, ich habe schön rausgespannt. Das hält, das ist ordentlich auf Zug. Findet ihr nicht so dickes Totholz, sondern eher dünnere Äste für eure Heringe und es hält im Boden nicht, gibt es noch einen Trick, den zeige ich euch jetzt. Das könnt ihr aber auch mit den Metallheringen machen. Und zwar mache ich dann immer den sogenannten Heringsfächer. Ich nenne das einfach so. Das mache ich immer, falls ich das irgendwie nicht zum Halten bekomme. Und das zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich mir jetzt hier 4 kleinere Heringe gemacht. Das waren jetzt insgesamt pro Paar 2 Sägungen. Das heißt, ich habe hierfür nur 4-mal gesägt und schon war alles fertig. Also wie ihr seht, ist das ganz einfach. Okay, dann machen wir jetzt mal den Heringsfächer. So, hier haben wir wieder unseren weichen Boden. Hier wollen wir was befestigen, kriegen es aber nicht fest. Ich mache jetzt mal einen Hering rein. Wie gesagt, immer schön schräg einschlagen die Dinger, nie gerade. Und wir sehen, das ist schon recht lose. Das hält nicht wirklich, selbst die. So, und jetzt gehen wir her und schlagen hier parallel nebeneinander die Heringe ein. Mache erst mal 2. So, dann können wir hier nachher einen Stock hinter machen. Da machen wir die Leine dran fest. Jetzt kommt der dritte. Ja, es wird schon. Und der vierte Hering. Der ist jetzt im Loch vom anderen, okay. So, und dann nehmt ihr einfach einen Ast, irgendwas, und macht den hier hinter. So, dann habt ihr hier eine Verbindung wie eine Hake im Boden mit 4 Heringen. Und hier könnt ihr jetzt dran ziehen und das hält. Ich zeige es nochmal von oben. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sind unsere 4 kleinen Heringe. Die sind alle einzeln, haben wenig Kraft, diese halten. Aber durch die Verbindung hier mit dieser Holzstange können wir hier richtig schön
dran ziehen. Das ist jetzt fest. So bekommt ihr das auch zum Halten. Und wie gesagt, wenn es immer noch nicht reicht, ihr könnt dann hier noch einen Hering setzen, hier noch einen Hering, halt so lang wie euer Stock ist. Und dann kriegt ihr das genau an dem Punkt fest, wo ihr das haben wollt. Das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr jetzt hier einen Stein habt. Dann macht ihr halt nur 2 und dann könnt ihr euer Hering genau hier abspannen, falls es mal nötig wäre. Ja, jetzt wisst ihr, warum das meine Lieblingsheringe sind. Wie ihr gesehen habt, die halten einfach am besten. Der Vorteil ist ganz klar, ihr müsst sie nicht putzen, sie kosten nichts, ihr könnt sie auch nicht verlieren. Und im Notfall könnt ihr, wenn ihr an einer Stelle öfter seid, die Dinger auch wieder rausziehen und deponieren. Fürs nächste Mal, die könnt ihr im Wald liegen lassen. Ja, und wenn die einer klaut, tut es euch auch nicht weh. Deswegen sind das meine Lieblingsheringe. Und wie ihr gesehen habt, ein Paar sägt ihr mit 2 Sägungen. Das heißt, ich habe hier für 4 Stück 4-mal gesägt. Das geht ruckzuck. Das ist so schnell gemacht. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt nur das Totholz finden. Das ist, glaube ich, die größte Sache. Das Zusägen ist wohl der kleinere Part. Wenn ich morgens schneller aufbrechen möchte, mache ich es auch oft so, dass ich erstmal meinen ganzen Aufbau mit den Aluminiumheringen mache. Und wenn ich dann abends mehr Zeit habe, tausche ich die gemütlich gegen Holzheringe aus. Die kann ich dann am Morgen einfach vor Ort lassen und muss auch nichts packen und packe meine Aluminiumheringe schon abends wieder sauber in die Tasche. Nur so als kleiner Tipp. So, jetzt nochmal zusammenfassend. Ich mache das jetzt hier mal mit dem Aluminiumhering. Heringe nie so einschlagen, gerade nie. Das Problem ist, die rutschen hier, zieht ihr euch die aus dem Boden raus oder rutscht oben die Schnur, schwupp, weg ist er. Oder, ich halte es jetzt mal fest zum Zeigen, oder die Schnur rutscht hier oben einfach ab. Außerdem, oh, der Boden ist aber hart hier, mein lieber Mann. Die Schnur nie oben rumführen, weil der Hebel länger ist, sondern immer unten. Hier ist der kleinste Hebel, das heißt, hier hält der Hering am meisten. So, jetzt machen wir es richtig. Wir nehmen den Hering schräg, 45 Grad. Hier wäre euer Tab, da ist die Zuglast. Wir schlagen schräg ein. Wie ihr seht, haben wir auch eine größere Länge dadurch. Jetzt komme ich zwar auch wieder auf das harte Material, aber ich bin mit einer viel längeren Länge im Sand. Ja, und dann nehmen wir unsere Schnur und machen die unten um den Hering. Und wie ihr seht, durch die Schräge zieht sich die Schnur eh nach unten. Deswegen ist diese Kerbe hier oben völliger Quatsch. Seht ihr? Und jetzt ist das richtig fest. Jetzt kann ich hier ziehen, das hält. Gehe ich nach oben, habe ich schon einen ganz anderen Hebel und kann den Hering wieder rausziehen. Ich spanne meine Heringe gerne mit dem Truckers Hitch, weil der Topsegel-Schutzsteg, der ist mir schon ein paar Mal durchgerutscht, macht das dann so fest. Und das Schöne ist, was ihr auch immer machen solltet, damit die Schnüre nicht rumliegt, den Rest aufwickeln und damit hier durch und den Truckers Hitch sichern. Das heißt, es ist gegen Verrutschen gesichert und ihr habt gleich noch eure restliche Schnüre versorgt. Ja, das war das Video Bushcraft-Heringe mit der Klappsäge, schnell und einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war der ein oder andere Tipp wieder dabei. Ihr wisst jetzt, wie ich das Ganze handhabe und welche Heringe ich am besten finde. Ja, und das war so eine Praxiserfahrung aus den letzten Jahren und ich denke, das ist für den einen oder anderen hilfreich. Ja gut, dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.